und herzlich willkommen in dieser Woche. Man merkt jetzt schon, dass da viel mehr Sonne durchkommt, weil alle Blätter weg sind von dem Gebüsch, das hier alles war. Und die Blätter, die noch drauf sind, sind wunderbar gelb, rot, ein bisschen grün noch teilweise, aber auch die werden noch reif. Und es ist so herrlich windstill heute. Man hört nichts, außer ein paar Blätter fallen, ab und zu ein bisschen Wind, aber sonst nichts. Schön. Auf zum Zelt. Es war ein bisschen stürmisch die letzten Tage. Hier in der Gegend sind ein paar Überbleibsel davon. So, ich glaube, es ist auch Zeit, dieses Glasdach für die Tomaten hier abzubauen. Es hat gute Dienste geleistet. Und ja, immerhin eine Tomate wurde geerntet. Oh, da ist eine sehr interessante Spinne. So, ich glaube, ich werde die Fenster erstmal da unten lagern. So, schauen wir mal, ob wir da die Spinne herzeigen können. Da ist sie. Jetzt gehen wir zu dieser Kamera. So, da kann man es sehen, ja, eine sehr langbeinige Spinne. Ich vermute, die hat jetzt auch lieber ein bisschen geschützter, wenn wir sie jetzt irgendwie unter das Zelt geben. Das ist schon spannend, so Tiere. Da ist gerade ein ganz winzig kleines Tier, so was nicht, 1 Millimeter lang. Das ist gerade so ganz gemütlich entlang spaziert und dann plötzlich hat sie so die Spinne entdeckt und ist über die Kante geflohen. So, jetzt bewegt sich die Spinne wieder. Da krabbelt dieses Mini-Tier gerade. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. So. Such mal eine Unterkunft für dich. So, und die Tomaten, die werden wir jetzt begraben. Die sind schon erfroren. So. Wir bringen sie zurück dort, wo ich sie nicht her habe. Aber vielleicht kann ich dann nächstes Jahr da ein bisschen Erde mir holen. So, schauen wir mal, was da draus wird nach dem Winter. Oh, da verbirgt sich noch was anderes. Es sind schon die schönsten Pilze, muss man sagen, die Fliegenpilze. Aber auch die rötlichsten. Aber ja, sie sehen schon so aus, als ob man sie nicht essen sollte. Wobei, wenn man einen Apfel in dieser Farbe hätte, würde man gerne reinbeißen. Schon interessant. Ja, was so Farben ausmachen. Der Sumpf ist da auch schon so ein bisschen am Zufrieren. Es kommt nämlich fast keine Sonne mehr hierher. Weil die steht schon sehr tief. Jetzt sind auch die Wolken schon wieder da. Und ich bin schon gespannt, wie es ist, wann
wenn er dann so weit zugefroren ist, dass man drauf gehen kann. Das ist sicher auch sehr spannend, da mal durchgehen zu können und einfach mal zu schauen, was sich da so verbirgt. Das war einer der Bäume, die vor einigen Nächten beim Sturm umgefallen sind. Es liegen hier noch 20, 30 andere Bäume herum. Dieser Wald hier ist nämlich sehr windanfällig. Wie man sehen kann, er ist sehr licht und eigentlich nicht mehr viel Wald übrig. Es ist nämlich so, dass hier die ganzen Fichten, die hier standen, vor einigen Jahren alle umgesägt worden sind, abgeerntet, weil die alle vom Borkenkäfer befallen waren. Und darum sind jetzt die Kiefern und ein paar Birken, die noch hier stehen, sehr windanfällig. Und normalerweise kommt der Wind immer hier Hauptwindrichtung von Westen. Und alle, die durch Weststürme schon umgefallen sind, haben das schon gemacht in den letzten 2, 3 Jahren, seitdem das da gerodet wurde oder halb gerodet. Und diesmal war der Sturm aber von Osten her. Und darum sind jetzt alle Bäume, die diese Richtung standhielten, fallen jetzt in die Richtung. Das ist auf jeden Fall etwas, was man bedenken muss, wenn man sein Zelt irgendwo aufstellt. Also bei Sturm im Zelt wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig und würde auf jeden Fall schauen, ob irgendwo Bäume stehen, die umfallen könnten, weil das, ja, also da hat man keine Chance, wenn einen so einer trifft. Also der hier ist riesig, aber es reicht ja schon, wenn dich so ein Baum trifft. Also das würde ich immer sehr Acht geben. Drum, wo ich jetzt das Zelt in meinem Camp aufgestellt habe, da würde ich bei stürmischen Nächten nicht übernachten wollen. Ja. Der Baum hier, der hat diesen noch so halb mitgenommen. Der hängt da oben noch im Baum fest. Ja, weiß ich auch nicht, wie lange der noch hier steht, aber der ist noch einigermaßen gut verwurzelt. Und was mir hier auch immer wieder so unterkommt, ist der Gedanke, wenn ein Wald abgerodet wird, so, ist das so schade, der ist ja schon so alt und so. Aber man kann hier sich die Luftaufnahmen anschauen von den 60er und 70er Jahren. Und das alles, was man hier sieht, in dieser Richtung, das war alles Wiese in den 60er Jahren. Also das ist ganz interessant. Da muss irgendwie eine Farm gewesen sein. Und das war alles Wiese. Also dieser Wald ist noch gar nicht so alt. Ich finde es auch so spannend, wenn man dann mal sieht, worauf diese Bäume eigentlich stehen. Also wie flach die verwurzelt sind. Weil da ist gleich mal der Fels drunter. Und da das sind, ja, weiß ich nicht, in Dezimetern kann man das rechnen, wie viel Erde da drunter ist und wie sie sich einfach festkrallen an den Felsen. Und schon erstaunlich eigentlich, dass diese, weiß nicht wie viel Tonnen so ein Baum wiegt und halt die Kräfte, die auftreten, wenn der da im Wind schwingt, wie sich das da eben auf dem Boden festkrallt mit den Wurzeln. Und da sieht man dann die Wurzeln, die dann eben abbrechen, das sind gar nicht so dick, die nach außen gehen. Also das sind so, ja, armdick vielleicht, die sich so über den Felsen stülpen. Und irgendwann reicht es nicht mehr und dann macht es Knacks und der Baum liegt. Da ist auch schon das erste Eis vorhanden. Das ist auch spannend, wie man sieht, wie sich das Wasser ausdehnt oder das Eis sich bildet. Ja, vielleicht kann ich euch das hier zeigen. Ich finde es sehr faszinierend, welche Formen Eis annehmen kann. Da kann man das ein bisschen erkennen. Zu einem Gitter, wie es da auf dem Lehm drauf gewachsen ist. Ui, das kommt ganz runter. Mal schauen, finden wir da noch irgendwelche Besonderheiten. Ist da irgendeine Wurzel, eine sehr rosane. Ja, hier auch da. Dieses ganze Teil. Das ist eine Heidelbeere. Ein Heidelbeerstrauch. Dass die rosa Wurzeln haben, habe ich gar nicht gewusst.
Da kann man sich mal einen Baum von unten ansehen. Hier ist die Stelle, wo der Stamm ist, oder? Der Stamm kommt genau hier raus. Also das hier ist alles Holz. Sieht man jetzt gar nicht so, weil überall die Erde drauf ist. Mal sehen, habe ich nicht irgendwo ein Taschenmesser eingesteckt? Also das ist alles Holz. Ich fühle mich gerade wie ein Chirurg, der irgendwie am Herzen eines Wesens operiert herumstochert. Oh, da schälen sich schon Sachen. Oh, ja, Harz. Da kommt, oh, das tropft da wirklich raus. Blub. Da ist der ganze Saft. Ja, also das ist wirklich, der ist was ist heute für ein Tag? Ich habe den Überblick verloren. Das ist ein Tag heute. Also vor einigen Tagen ist der umgestürzt. Also das ist noch ziemlich frisch alles. Das ist faszinierend, wie das ausschaut. Fast so wie Leder, fast ein bisschen. Das das riecht so gut. Und das ist auch noch ganz weich da unten. Also das ist da, wo der Baum vermutlich die Säfte aufnimmt. Ganz weiche Rinde. Im Gegensatz zu der, die ober der Erde ist. Das ist spannend, was sich alles in der Natur verbirgt, was man gar nicht so sieht. Aber wenn man dann mal so die Gelegenheit hat, sich Dinge anzusehen, die man sonst nicht sehen kann, dann entdeckt man Spannendes. Zwei Tage später allerdings war der Wald abermals Schauplatz einer Veränderung. Ein Harvester, eine Holzerntermaschine, hat sich ihren Weg über Stock und Stein gebahnt und die umgestürzten Bäume in transportable Größen zerlegt. Auch der Baum, den ich begutachtet habe, ist nun in Stücke geschnitten. Und so ist auch dieser Wald in einem steten Wandel, wie eigentlich alles in der Natur. Ja, wer weiß, vielleicht war das ja der letzte schöne Herbsttag. Der Wetterbericht für die nächsten 10 Tage ist auf jeden Fall Regen. Das ist hier in dieser Gegend ist so November und dann auch Dezember so die unschöne Jahreszeit, wo man verreisen könnte. Erst dann, wenn der Schnee kommt, wird es wieder wirklich schön. Aber ja, da muss man durch. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche hier in Jojos Camp.